Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr Elemente, wie zum Beispiel irgendetwas, was ihr selber in Procreate gezeichnet habt, mit der KissCut-Technik, mit dem Plotter selber ausschneiden könnt und so Sticker machen könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich habe diesen kleinen Panda gezeichnet und das hat effektiv auch noch immer alle Ebenen. Was ich jeweils mache, ist, ich mache da eine Kopie davon. Das heißt, ich gehe in die Galerie, gehe hier auf dem Element so rüber und sage duplizieren. Und dann arbeite ich mit diesem Element, damit ich das Original für mich immer noch habe. Weil was ich hier jeweils mache, um den ganzen Prozess ein bisschen zu vereinfachen, ich füge diese Ebenen zusammen. Und das mache ich dadurch, dass ich einfach das oberste und das unterste nehme und die so zusammenziehe. So, jetzt habe ich ein Element. Was ich als nächstes machen muss, ist den Canvas anzupassen auf die Größe, wo ich dann dieses Sticker-Sheet habe. Und damit mir das vom Panda da nichts abschneidet, wähle ich den kurz aus, gehe hier über das Transformieren-Tool, bleibe auf gleichmäßig und mache den ein bisschen kleiner und mache den in die Mitte vom Canvas, damit ich sicher sein kann, das schneidet mir das dann nicht ab, wenn ich die Leinwandgröße anpasse. Genau das mache ich jetzt. Ich gehe über Aktionen, sage Leinwand beschneiden, Größe ändern. Bei mir sind es 1,40 mal 220. Das ist meine Leinwandgröße. Die kann ich jetzt auch noch verschieben, damit der Panda hier in der Mitte liegt. Und ihr seht, wenn der jetzt größer gewesen wäre, hätte es mir von diesem Panda was abgeschnitten. Das will ich natürlich nicht. Von dem her, das sind die Maße, die ich brauche. Und jetzt kann ich hingehen und diesen Panda in der Größe verändern. Ich will ein Sheet haben, wo ich 4 Reihen mit jeweils 3 Pandas habe. Versuche ich jetzt kurz ein bisschen die Größe zu finden. Das müsste so passen. Und dann dupliziere ich den, wähle den wieder aus und schiebe den hier so ein bisschen rüber. Dupliziere. Ich mache es eigentlich immer das Original, das Duplizieren, den darüber schieben. So, jetzt füge ich diese 3 zusammen. Jetzt kann ich die wunderbar ein bisschen ausmitten. Und das jetzt quasi noch 3-mal duplizieren, damit ich 4 Reihen habe. Und jetzt kann ich die einzelnen Reihen quasi verändern. So. Und jetzt markiere ich alle und bringe die quasi in die Mitte von meinem Canvas. So passt es für mich. Und jetzt kann ich das ohne den Hintergrund, das heißt die Hintergrundfarbe nehme ich raus. Dann könnt ihr hier auf Aktionen gehen und das Format wählen, das ihr verwenden wollt. Ich nehme hier das mit PNG und speichere das in meinen Dateien. Und dann gehe ich effektiv hin und drucke das aus auf dieses Sticker-Sheet, was ich habe. Das zeige ich euch nachher kurz. Ich will aber euch auch noch eine zweite Variante zeigen. Ich habe denselben Prozess, den ich für das hier gemacht habe, habe ich auch noch so gemacht. Das heißt, auch hier dieselbe Größe vom Sticker-Sheet, aber ich habe die Größe von den Pandas ein bisschen kleiner gemacht, damit auch mehr auf dem Sheet drauf Platz haben und das gibt mir dann halt kleinere Sticker. Ich habe so diese beiden Varianten, die ich dann effektiv ausgedruckt habe. Und wie es dann damit weitergeht, das zeige ich euch gleich. So, ich habe mir das Ganze jetzt ausgedruckt, das heißt eine Seite mit den kleineren und eine mit den größeren. Und jetzt brauchen wir unseren Plotter. Ich habe Sticker Paper bei mir. Ich muss da mal gucken, ob ich was Besseres finde, weil bei mir ist diese Rückseite wirklich extrem
haftet nicht auf der Plottermatte und deshalb muss ich die auch immer quasi noch mit Klebestreifen festmachen, weil sonst verrutscht es und das wäre echt das Schlechteste, was passieren kann. Von dem her mache ich das jetzt hier einfach auf meine Plottermatte fest, damit da wirklich nichts passiert und das nirgendwo hinrutscht. Weil sobald es das Ganze verschiebt, habt ihr das Thema, dass dann er am falschen Ort schneidet. Ne? Und das wäre schlecht, weil wir machen jetzt ein Scanning auf dem Plotter und der weiß dann haargenau, wo die Elemente sind, wo er schneiden muss, und wenn sich das eben verschiebt, dann schneidet er am falschen Ort. Ich war dafür Schneiden ein bisschen zu nahe am Ende des Canvas und deshalb muss ich das kurz ein bisschen umplatzieren, spielt aber eigentlich auch keine Rolle, wo ihr es platziert, muss einfach genug Platz haben. Ich mache die jetzt extra weit vom Rand weg, klebt es hier fest und scanne das Ganze. Das heißt, Matte reingeben, jetzt muss ich noch das Messer anpassen und am besten, wenn ihr zum ersten Mal so Sticker macht, macht einen Testschnitt, damit ihr seht, wie weit ihr reinschneiden müsst, weil die Kissen-Cut-Technik ist eigentlich so, dass es nur den Sticker ausschneidet, das Ganze aber nicht komplett durchschneidet, damit es hinten noch auf der Folie drauf bleibt. Bei mir ist es eine 3 und dann kann ich dem sagen, scannen, dann hier Direktschnitt, Scanner und jetzt muss ich kurz den Plotter ein bisschen verschieben, damit das hinten raus kann und wieder zurück. Sage ich okay. So, und dann zeigt er euch an, was er alles kann oder die Fläche, und jetzt könnt ihr die noch eingrenzen auf den Platz, wo ihr effektiv das Stickerpapier habt. Sage okay. So, sieht besser aus, weil dieser Strich ist jetzt weg. Ich kann hier kurz gucken, wie das aussieht. Sie hat wirklich alle Elemente super erkannt. Wenn es bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr immer noch mit der Farbe hoch runter spielen und gucken, ob es besser wird. Was immer am besten ist, wenn ihr Elemente habt, die schwarze Outlines haben. Das erkennt er in der Regel fast am besten. Jetzt sage ich okay. Jetzt will ich aber nicht das Element komplett entlang des Elementes schneiden, sondern ich will hier einen Zusatz, und zwar von 2 mm. Sage okay. Sage schneiden. Ich muss den Plotter ein bisschen verschieben, damit der Platz hat. Und jetzt kann ich eigentlich sagen, leg los. Ihr habt gesehen, ich bin da immer ein bisschen mit dem Finger drauf geblieben und ich bleibe bei solchen Sachen auch immer am Plotter, damit ich sofort reagieren kann, falls der irgendwo daneben geht, weil sich irgendetwas verschoben hat. Jetzt kann ich die Plottermatte ausgeben. Wenn ihr mehrere habt, die genau gleich sind, könntet ihr das, wenn ihr es immer schafft, am gleichen Ort zu platzieren, könntet ihr jetzt einfach wiederholen. Ich habe hier nur ein Sheet, von dem her sage ich ausgeben. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. Ich finde, die sind so super süß. Und das Thema ist jetzt wirklich so, ich kann jetzt dahin gehen und ganz einfach diesen Sticker lösen. Dann habe ich hier meinen süßen Sticker und auf dem Papier selber ist noch diese Folie da. Das heißt, ich habe hinten nicht durchgeschnitten, sondern ich habe jetzt effektiv eine Reihe von Stickern, die alle genau gleich mit diesem Outline geschnitten sind. So,
Das waren die großen. Jetzt versuchen wir das Ganze noch mit den kleineren. Das heißt, ich bringe die auch wieder hier auf die Matte drauf. Klebe die in meinem Fall auch wieder fest, weil eben genau dieses Stickerpapier suboptimal ist. Aber ich habe gerade kein anderes zur Hand. So, und dann machen wir dasselbe Spielchen nochmal. So, ich sage wieder Scannen. Ich sage auch wieder Direktschnitt. Wieder mein Plotter und jetzt sage ich dem, du kannst scannen. Jetzt gucken wir uns das Resultat an. Ich kann auch hier wieder einstellen, dass der Platz kleiner ist, dass es sich auf das Sticker Paper quasi konzentriert. Und ja, ich weiß, es gibt einen Stift, den man verwenden kann, um das zu machen. So, Dille. Fingernagel geht auch. Jetzt ich sehe hier schon, er hat ein bisschen zu viel genommen von diesem Canvas. Muss ich noch ein bisschen weiter reingehen. Probieren wir es nochmal. So, sieht besser aus. Gehen wir auch hier wieder auf den 400 Zoom rein und gucken uns die Reihen mal an. Erste Reihe sieht gut aus, zweite auch, dritte auch, vierte auch und die fünfte auch. Das hier unten, das ignoriere ich jetzt einfach. Ist mir jetzt gerade egal. Sage okay, okay. Wieder die Outlines, hier auch wieder 2 mm. Ihr könnt euch auch überlegen, ob ihr gerade bei den Kleinen einen kleineren Abstand haben wollt. Ich finde die 2 eigentlich super, von dem her bleibe ich bei diesen 2, sage okay, okay, schneiden. Da braucht er 3 Minuten und da sage ich ihm loslegen. Und jetzt ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Ihr seht, er hat angefangen zu schieben und ich habe sofort auf die Pause-Taste gedrückt. Sage jetzt schneiden beenden. Und jetzt weiß ich, okay, die unteren hat es mir alles super geschnitten. Da ist er fertig geworden. Was ich jetzt mache, ich schneide jetzt einfach diesen oberen Teil ab und ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr hobbymäßig, aber es ging mir einfach darum, euch das zu zeigen. Und ich werde mir garantiert ein anderes Stickerpapier besorgen, wo ich unten nicht diese glatte Fläche habe. Aber naja, um das jetzt einfach fertig zu machen, ist gar nicht mal so schlecht, wenn ihr seht, was passieren kann. Ich zeige euch das kurz hier. Bei dem Element hat er angefangen zu verschieben und da spüre ich jetzt auch, ist der Innensticker reingegangen. Das heißt, ich trenne jetzt hier diese beiden Teile, weil das hat alles sauber ausgeplottet und werde den Vorgang dann nochmal mit diesen Elementen wiederholen. So, ich habe jetzt dieses zweite Element auch noch ausgeplottet und der hier war diejenige, wo das Problem entstanden ist. Das heißt, hier ist er verrutscht und da ist das Ganze dann entstanden. So, das heißt, -1 Sticker ist so, weil ist so. Aber ansonsten hat es die auch super gut geschnitten. Ich zeige euch ein Beispiel. Hier. Das sind die kleinen. Von dem her, Learning für mich ist wirklich so, guckt euch an, dass ihr ein gutes Stickerpapier habt, im Sinne von eben, dass ihr hinten nicht diese glatte Rückwand habt, weil das verrutscht euch die ganze Zeit auf dem Plotter.
Ansonsten, ich finde es echt super, wenn man seine ganz eigenen gezeichneten Sachen dann so als Sticker auch ausplotten kann. Ich möchte hier aber euch noch etwas anderes zeigen, weil ich habe euch jetzt das mit dem Brother ScanCat CM900 gezeigt und da kann ich halt einfach nur dieses ScanCat machen. Es gibt aber den Cricut Schneider Plotter und der ist, was das Sticker generieren angeht, massiv besser. Ich sage jetzt nicht, ich kaufe mir hier einen Cricut, nur damit ich Sticker machen kann, aber ich wollte euch das einfach auch zeigen, weil es hier ums Thema Sticker machen geht. Cricut hat effektiv hier eine App, die ich auf dem iPad bedienen kann. Ich kann hier sagen, neues Projekt. Ich kann hier sagen, hochladen, dann die Datei holen, die auswählen. Und jetzt hat er mir einerseits die Datei und ihr seht dadurch diese Quadrate im Hintergrund, das ist ja bei PNGs so, weil es ist ein transparenter Hintergrund. Der kennt wirklich hier, wo ich diese weißen Linien gemacht habe. Sage, okay, das Bild passt für mich weiter. Dann zeigt er mir, wie die Schnittdatei aussieht. Und jetzt seht ihr, wie genau er das gemacht hat. Das ist wirklich ein komplett anderes Ergebnis, als was ich mit einem ScanCat hinbekomme. Sage hier weiter. Gucke, dass das hier den grünen Rahmen hat, sage zum Beispiel Panda. Und dann kann ich dieses Projekt auswählen, sagen einfügen. Und jetzt habe ich die Elemente und kann hier quasi anfangen, die bearbeiten, in der Größe platzieren, wo immer ich die haben will. Also, und alles, was ich mit dem mache, erkennt er auch, dass er dasselbe mit der Schnittdatei machen muss. Und dann kann ich effektiv, oder könnte ich, es funktioniert jetzt nicht, weil ich eben kein Gerät angeschlossen habe, jetzt kann ich eigentlich hier raus, ich muss nicht über irgendeine andere Datei gehen, ich kann effektiv aus diesem Programm heraus das drucken, also an meinen Drucker übergeben, das drucken lassen und dann das auf dem Platz, wo ich das hier auf dem Canvas habe, auch auf die Matte aufbringen und dann einfach sagen, so und jetzt schneiden. Und dann schneidet der das absolut super. Also wirklich hier vom Bedienen und vom Resultat her massiv besser als das, was ich mit dem Brother hinkriege. Aber naja, wenn ihr meinen Kanal guckt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich auch diesen Brother ScanCat. Aber ich wollte es trotzdem mal zeigen, einfach, dass ihr seht, dass es hier noch ganz andere Möglichkeiten geben würde. Und nein, ich habe es auch angeguckt wegen der Joy, die eigentlich, also die Cricut Joy ist eine kleine Schneidemaschine, die vom Preis her eigentlich, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte von einem großen Gerät, aber genau diese Cricut Joy hat dieses Print and Cut Programm nicht drin. Von dem her, auch das ist kein Ausweg. Aber naja, was ja noch nicht ist, kann ja noch werden, ne? Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Und ich werde auch gar nicht negativ abschließen, sondern einfach, ne? Wir haben Sticker gemacht, wir können Sticker machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Lust, das auch mal auszuprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Infos waren hilfreich für euch. Wenn das so ist, dann klickt doch bitte gerne auch auf den Like-Button unten. Wenn ihr diesen kleinen Panda auch so cool findet und sowas gerne auch selber kreieren möchtet, da werde ich euch ganz am Schluss noch ein Video verlinken, wo ich euch zeige, wie ihr mit den Brushes von BJ Dell auch solche Elemente kreieren könnt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!